Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute das große Thema Augenbrauen. Wie schminkt man seine Augenbrauen richtig? Wie sieht die richtige Form aus? Was muss man beachten? Ich finde, Augenbrauen sind im Gesicht das Allerwichtigste, noch viel wichtiger als das richtige Augen-Make-up, denn die Augenbrauen umrahmen das Auge, geben dem Auge seine Form und den Ausdruck. Damit kann man richtig viel rumprobieren und tolle Sachen ausprobieren. Zu der Form der Augenbrauen. Dazu nehme ich meinen Augenbrauenpinsel, lege ihn an der Nase an und wenn ich ihn hier entlang des Auges lege, hier im inneren Rand des Auges, da wo der Pinsel endet, sollte auch die Augenbraue enden. Wenn ich jetzt weiter rüber gehe, der Pinsel bleibt an der Nase liegen. Wenn ich jetzt weiter rüber gehe, der Pinsel bleibt an der Nase platziert, bis zur Mitte der Pupille. Genau da sollte die höchste Stelle eurer Augenbraue sein. Das hebt das Auge dann optisch, sieht größer und wacher und frischer aus. Wenn ich rübergehe zum Ende des Auges, Stift bleibt an der Nase, da sollte die Augenbraue enden. Sollte keinesfalls länger und auch nicht kürzer sein. Ist sie länger, dann könnt ihr es einfach wegzupfen. Ist sie kürzer, könnt ihr es mit Puder ausfüllen und ausgleichen. Dann lege ich los. Ich nehme eine Bürste. Das ist einfach von einer alten Mascara, die leer gegangen ist. Die habe ich ausgewaschen, die ist sauber. Und damit kämme ich meine Augenbrauen durch. Damit alle Härchen da liegen, wo ich sie haben will. Dann nehme ich meinen Make-up-Pinsel. Das ist einer von H&M. Der ist ganz toll, weil er hier vorne abgeschrägt ist. Ziemlich weich und damit kann ich sehr gut arbeiten. Die Farbe, die ich für meine Augenbrauen verwende, ist angepasst an meinen Haaransatz. Es kann ein Tucken dunkler sein, wenn ihr mehr Ausdruck ins Gesicht bringen wollt, aber sehr viel sollte es nicht sein. Also der Haaransatz ist schon eine gute Richtung. Den Puder, den ich verwende, das ist ein Lidschattenset von Estée Lauder. Ganz tolle Farben. Dann gehe ich hier mit dem Pinsel rein und fange an, am unteren Rand der Augenbraue die Farbe aufzutragen. Ich fange unten an, weil ich, wenn ich ansetze, am allermeisten Puder auf dem Pinsel drauf habe und unten spielt es nicht so eine Rolle, wenn ich da ein bisschen mehr habe als oben, aber wegen dem Schatten könnte dann auch Schatten sein, aber wenn ihr oben ansetzt und dann gleich einen richtigen Batzen Puder drauf bekommt, sieht es nicht so besonders schön aus. Ich fange leicht an, taste mich langsam an meine Farbnuance hin, die ich haben will und fahre einfach nur die Augenbraue nach, fülle Lücken aus, die durch geringeren Haarwuchs, also es sind keine Zupffehler in dem Fall, aber die Haare wachsen ja doch nicht immer recht gleichmäßig und sind nicht überall recht gleichmäßig dunkel. Das fülle ich einfach aus. Die andere Seite genauso. Ich benutze aus dem Grund einen Puder, weil ich finde, der Puder oder in dem Fall der Lidschatten sieht viel natürlicher aus, als wenn ich es mit einem Stift mache. Ich habe schon alles ausprobiert. Verschiedene Stifte von verschiedenen Farben, verschiedene Marken. Aber mit dem Lidschatten, den ich jetzt hier von Estée Lauder habe, komme ich am allerbesten zurecht. Der sieht einfach nur natürlich aus und der hält bombenfest den ganzen Tag. So, dann kann ich nochmal ein klein wenig nachbessern. Dann schaue ich, ob die Augenbrauen gleichmäßig sind. Also so komplett gleichmäßig kann man das sowieso nie hinkriegen, weil kein Mensch ist auf beiden Seiten hundertprozentig symmetrisch. Aber einigermaßen versuche ich die Form der beiden Augenbrauen anzupassen.
Und so sieht dann das Ergebnis aus. Um die Augenbrauen jetzt zu fixieren, nehme ich wieder mein Büsschen und etwas Haarspray und kämme sie noch einmal durch. So stelle ich sicher, dass auch die langen Härchen in der Form bleiben, die ich jetzt gerade modelliert habe und nicht aus der Reihe tanzen, sonst sieht das Ganze wieder unordentlich aus. Und so braucht ihr gar nicht viel Haarspray nehmen, sondern nur ganz bisschen und so bleiben die euch den ganzen Tag in Form. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich über eure Anmerkungen, Kommentare und vielleicht über neue Vorschläge für Videos. Bis dahin. Ciao.